zwischen uns und den allermeisten Politikern der Altparteien. Die müssen sich die Lage immer anlesen, während wir aus der Mitte der Gesellschaft kommen, während wir jahrzehntelang produktiv im positiven Sinne für unsere Gesellschaft gewirkt haben und wir eben nicht die klassischen Berufspolitiker sind, sondern wir diejenigen sind, die aus purer Not, aus schierer Verzweiflung in die Politik gegangen sind, weil die allermeisten von uns Kinder haben und weil wir gesehen haben, wenn das so weitergeht. Hey Leute, heute geht's um einen sehr kraftvollen Auftritt von Martin Hess von der AfD, der den Bürger direkt anspricht und ein wichtiges Thema mitteilt: das Totalversagen der Altparteien. Hess betont, dass er in den letzten Monaten viel unterwegs war und direkt von den Bürgern hört, was ihnen wirklich auf der Seele brennt. Er macht klar, dass die aktuellen Politiker die Realität ignorieren und die Sicherheit in Deutschland gefährden. Mit klaren Zahlen und Fakten führt er vor Augen, dass die illegale Migration eine Schicksalsfrage für unser Land ist. Er spricht über die steigenden Messerangriffe und die Unglaubwürdigkeit der Statistiken, die uns von der Regierung präsentiert werden. Hier wird deutlich, dass Hess nicht nur redet, er kommt aus der Mitte der Gesellschaft und hat selbst als Polizist für unsere Sicherheit gekämpft. Wenn ihr wissen wollt, wie die AfD das Ruder rumreißen will und was das für unsere Zukunft bedeutet, bleibt dran. Es wird spannend und Hess spricht hier wirklich vielen aus der Seele. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was es bedeutet, wenn er sagt, wir werden das Totalversagen der Altparteien beenden. Auf geht's! Und dann will ich natürlich noch sagen, dass ich 27 Jahre lang Polizeibeamter in Baden-Württemberg war, in verschiedensten Funktionen. Sehr lange Zeit in sogenannten geschlossenen Einheiten bei der Bereitschaftspolizei, war demzufolge also auch bundesweit eingesetzt. Und da ich davon auch lange Jahre in einer sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit tätig war, also an dem Einsatzgeschehen dran, wo wirklich sozusagen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen war, also die Lage zu bereinigen war, weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich von Islamismus spreche, wenn ich von Linksextremismus spreche. Ich kenne diese ganzen Lagen nicht nur vom grünen Tisch, sondern ich kenne sie von der Straße. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen uns und den allermeisten Politikern der Altparteien. Die müssen sich die Lage immer anlesen, während wir aus der Mitte der Gesellschaft kommen, während wir jahrzehntelang produktiv im positiven Sinne für unsere Gesellschaft gewirkt haben und wir eben nicht die klassischen Berufspolitiker sind, sondern wir diejenigen sind, die aus purer Not, aus schierer Verzweiflung in die Politik gegangen sind, weil die allermeisten von uns Kinder haben und weil wir gesehen haben, wenn das so weitergeht, wenn diese Entwicklung in unserem Land nicht aufgehalten wird, dann haben unsere Kinder und unsere Enkel eine wirklich unschöne Entwicklung unseres Landes mitzuerleben. Sie werden sich nicht, wie uns das möglich war, nach ihren eigenen Interessen, Fähigkeiten entwickeln und entscheiden können, weil es das System, weil es die Gesellschaft einfach nicht mehr hergibt. Und die Alternative für Deutschland ist nicht bereit, ein solches Negativszenario sich realisieren zu lassen. Wir kämpfen für eine bessere Zukunft, für unser Land, unsere Kinder und unsere Enkel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das tut nämlich dringend Not. Das heutige Thema ist ja in Bezug auf die illegale Migration die Forderung, die wir seit spätestens 2015 erheben, dieselbe nämlich zu stoppen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die illegale Massenmigration die Schicksalsfrage für Deutschland und auch für Europa ist. Wenn wir diese illegale Massenmigration nicht endlich nachhaltig stoppen, dann werden wir in unserem Land Entwicklungen zu verzeichnen haben, die von uns kein einziger haben will. Und ich werde in meinen jetzigen Ausführungen Ihnen einfach mal ein paar Fakten nennen, dass wir mal wissen, wovon wir sprechen. Natürlich hat die
illegale Massenmigration auch Auswirkungen auf andere Politikbereiche, Stichwort soziale Sicherungssysteme, Stichwort Wohnungsmarkt. Aber ich bin ja heute hier, um Ihnen insbesondere den Sicherheitsbereich mal darzustellen. Und da sind die Zahlen schlicht und ergreifend verheerend. Man kann es so formulieren, die derzeitige Innenministerin Faeser, aber eben nicht nur die, sondern auch die Innenminister in den jeweiligen Ländern, die betätigen sich als Totengräber unserer inneren Sicherheit. Deutschland ist so unsicher wie nie zuvor. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit, das hat nicht nur den Grund, dass, was man ja meinen könnte, angesichts des ein oder anderen fehlenden Bildungsabschlusses oder der fehlenden Berufsausbildung, dass diese Leute intellektuell leistungslimitiert wären. Das mag durchaus im ein oder anderen Fall so sein, aber der entscheidende Punkt ist, und das macht sie alle so gefährlich, sie sind schlicht und ergreifend ideologisch verblendet. Sie reagieren nicht auf das, was tatsächlich in unserem Land passiert. Sie negieren die Realität. Sie folgen der Agenda der Vielfalt, koste es, was es die deutschen Bürger an Leib und Leben wolle. Und die Alternative für Deutschland wird das stoppen. Das lassen wir nicht länger zu. Die Zahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ich Ihnen darlege, können Sie alle entnehmen. Die sind öffentlich zugänglich, entweder den Verfassungsschutzberichten des Bundesamtes, der Landesämter für Verfassungsschutz, der polizeilichen Kriminalstatistik. Überall dort können Sie das nachlesen. Und ich will mal, um die Dramatik der Situation, in der wir uns befinden, Ihnen klarzumachen, auf die Messerangriffe eingehen. Messerangriffe in unserem Land sind in den letzten Jahren geradezu explodiert. Wir haben nach offiziellen Zahlen, die also vom BKA veröffentlicht werden, roundabout 14.000 Messerdelikte jedes Jahr. Diese Zahlen haben aber ein Problem. Sie sind nicht valide. Das Rechercheportal News, das den meisten bekannt sein dürfte, hat die Bundesländer einzeln abgefragt nach den Messerdelikten. Die Rückmeldungen dort kamen zu einer ganz anderen Zahl, nämlich zu insgesamt 26.000 Messerdelikten und damit fast das Doppelte von dem, was der Bund in seiner Statistik ausweist. Wir haben nachgefragt, wie es zu einer solch eklatanten Diskrepanz kommen kann. Die Auskunft von Seiten der Bundesregierung war wie so häufig äußerst unbefriedigend, geradezu hilflos. Man verweist darauf, dass die Erfassungsparameter für Messerdelikte in der polizeilichen Kriminalstatistik leider noch nicht von jedem Bundesland entsprechend so umgesetzt werden, wie es vorgesehen ist und dass es deshalb zu einer solchen Diskrepanz kommen kann. Ich will hier mal ganz deutlich werden, dass, oder um mal mit, ich glaube, Faust war es in Goethe, Goethes Faust, der gesagt hat, die Botschaft vernehme ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich sage Ihnen auch warum. Das sieht für mich eher nach Statistikmanipulation aus, weil es natürlich einen eklatanten Unterschied macht, ob Sie 14.000 Messerdelikte pro Jahr haben oder 26.000. Wenn Sie 26.000, also die tatsächliche Lage der Messerdelikte in unserem Land auf den Tag umrechnen, dann kommen Sie auf 72 Messerdelikte pro Tag. Wenn Sie das auf die Stunde umrechnen, kommen Sie oder auf Minuten umrechnen, circa alle 20 Minuten ein Messerdelikt, also ein Angriff mit einem Messer. Alle 20 Minuten. Und jetzt frage ich Sie, wo sind wir in diesem Land eigentlich hingekommen, dass wir uns so etwas bieten lassen? Was um Gottes Willen muss in diesem Land denn noch passieren, bis die Bürger erkennen, dass das Problem für unsere innere Sicherheit nicht, wie so oft von den Mainstream-Medien oder von den anderen Parteien behauptet, die AfD ist, sondern dass das Problem sämtliche Altparteien sind, inklusive der CDU, CSU, weil die nämlich den illegalen Massenmigrationswahnsinn 2015 überhaupt erst
ermöglicht hat. Das, was wir an Erosion, an innerer Sicherheit in unserem Land erleben, das betrifft unsere Gesellschaft in ihrem Markenkern. Es gibt eine Hauptaufgabe, die von zentraler Bedeutung ist, die ein Staat seinen Bürgern gegenüber zu erfüllen hat. Und das ist, für deren Schutz und Sicherheit zu sorgen. Und die Regierenden im Bund und in den Ländern, die sich auf diese Art und Weise diesem Hauptauftrag verweigern, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sage ich ganz klar, solche Leute gehören raus aus der Regierung, die haben dort nichts zu suchen. Da die Zeit wirklich knapp bemessen ist, will ich Ihnen noch weitere Zahlen nennen, damit Sie die mal mitnehmen können, vielleicht nachher auch für die Fragerunde. Ich habe 15 Minuten Zeitvorgabe, die Zeit geht da immer sehr schnell rum. Wir haben, was die Kriminalität an Bahnhöfen und Zügen angeht, ebenfalls ein exorbitantes Wachstum zu verzeichnen. 25.000 Delikte sind es dort pro Jahr, umgerechnet 70 Delikte pro Tag. Ich rede nur von Gewaltdelikten, nicht von Diebstählen, nicht von sonstigem Verstößen gegen das Strafgesetzbuch. Gewaltdelikte, Körperverletzung, Raubdelikte, schwere Körperverletzung, Tötungsdelikte. 70 an Bahnhöfen und Zügen allein an einem Tag. Und das, obwohl man sie von ihrem Auto, zumindest von ihrem Verbrenner wegbringen will. Das, obwohl man zu ihnen sagt, Auto braucht ihr nicht. Wechselt der Umwelt zuliebe auf den ÖPNV, wechselt der Umwelt zuliebe, wechselt der Umwelt zuliebe auf das Fahrrad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will eines ganz klar sagen. Also, wenn Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind, können Sie zwar nicht ausschließen, dass ein Unfall passiert durch das Versagen eines anderen Verkehrsteilnehmers, aber ich wage die steile These, dass Sie dort auf jeden Fall vor Gewalttaten sicher sind. Und wenn Sie sicher von A nach B kommen wollen, dann rate ich Ihnen von der Benutzung des ÖPNV ab, zumindest zu bestimmten Zeiten. Und derjenige ist gut beraten, der darauf hört, weil 70 Delikte pro Tag, mit Verlaub, das hat mit Sicherheit nichts mehr zu tun. Das ist die pure Unsicherheit. Unsere Bahnhöfe und Züge entwickeln sich immer mehr zu Hotspots der Kriminalität. Und auch hier wird die AfD entsprechend gegensteuern. Auch das nehmen wir nicht einfach länger so hin, liebe Freunde. Und jetzt bringe ich Ihnen kurz ein paar Zahlen, weil ja immer behauptet wird, der Herr Dr. Konstantin von Notz, seines Zeichens bei den Grünen, Mitglied im Deutschen Bundestag, behauptet im Innenausschuss noch letztens allen Ernstes, die Migration habe nichts mit dem Anstieg der Kriminalität in unserem Land zu tun. Sie können sich vorstellen, dass es mir ein Genuss war, den Kollegen im Innenausschuss zu zerlegen. Solch offenkundigen Unsinn, den vernimmt man dort in dieser Ausprägung nicht alle Tage. Warum ist das Unsinn? Ganz einfach. Schauen wir uns mal den Anstieg der Tatverdächtigen, der ausländischen Tatverdächtigen bei dieser Gewalt an Bahnhöfen und Zügen an. Anstieg von 2014, da lag der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen noch bei 27%. Mittlerweile 2023 waren wir bei 46%. Fast eine Verdopplung. Wenn Sie sich anschauen, die entsprechenden Gruppenvergewaltigungen, wenn Sie da die Zahlen vergleichen von vor 2015, stellen Sie fest, diese Phänomene gab es früher auch schon, aber wir haben seit 2015 es fast mit einer Verdopplung dieser Delikte zu tun. Und das Entscheidende ist, dass Sie dort roundabout 50% ausländische Tatverdächtige haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir von Migration reden, bringt es uns nichts, nur zwischen Deutschen und Nichtdeutschen zu unterscheiden, sondern wir müssen aufgrund der exzessiven Einbürgerungspolitik der Ampel und auch schon der Vorgängerregierung mal schauen, wen hat man denn da eingebürgert? Wer ist denn da Deutscher, hat aber eine Migrationsgeschichte? Und in Nordrhein-Westfalen hat man das mal gemacht. Die AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen hat zu den Gruppenvergewaltigungen, es waren im Jahr 2023 dort 209 Stück, mit circa 50% nicht deutschem Tatverdächtigen Anteil. Und dann haben die nachgefragt,
wie sind denn die Vornamen der deutschen Tatverdächtigen? Diese Anfrage wurde beantwortet und ich kann Ihnen jetzt sagen, in Summe betrug der Anteil an den Tatverdächtigen von Nichtdeutschen und Deutschen mit Migrationshintergrund 78%. Lediglich 22% dieser Gruppenvergewaltigungen werden also von autochthonen Deutschen begangen. Warum sage ich Ihnen das nicht, um, wie es uns der Verfassungsschutz oder der politische Gegner vorwirft, Staatsbürger erster und zweiter Klasse zu deklarieren? Nichts würde mir ferner liegen. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht darum, wenn wir über fehlgeleitete Migrationspolitik sprechen, dann müssen wir uns genau anschauen, was das nicht nur die letzten 10 Jahre bedeutet hat, sondern was das die letzten 20, 30 Jahre bedeutet hat. Nur wenn wir die Lage schonungslos analysieren, werden wir auch vernünftige, situationsgerechte Gegenmaßnahmen einleiten können. Wer sich dem verweigert, der verschließt die Augen vor der Realität und das ist mit uns nicht zu machen. Ich könnte hier jetzt noch x-fach Zahlen aufführen. Ich will jetzt nur noch mal eine Zahl, weil die wirklich jedem zeigt, wie verheerend auch die Explosion in diesem Bereich ist. Wenn wir uns die Gewaltdelikte anschauen, haben wir mittlerweile 214.000 in einem Jahr in Deutschland. 214.000 Gewaltdelikte. Und jetzt kommt der springende Punkt. Der Anstieg der deutschen Tatverdächtigen, und nochmal, das sind auch die, die Migrationshintergrund haben, okay? Betrug von 22 auf 23, lediglich 2,2% bei den Gewaltdelikten. Der Anstieg bei den Nichtdeutschen lag bei über 14% und der Anstieg bei den sogenannten Zuwanderern, das, was bei Ihnen also, das, was man Ihnen als Flüchtlinge präsentiert, lag bei 20%. Der Anstieg relativ bezogen auf die jeweilige Gruppe lag also bei den Zuwanderern um das 10-fache höher als bei den Deutschen. Ich will es zusammenfassend auf den Punkt bringen und freue mich dann auch auf die Diskussionsrunde, wo wir gerne noch tiefer einsteigen können. Die illegale Massenmigration zerstört die innere Sicherheit in unserem Land. Immer mehr Bürger werden Opfer von Menschen, die illegal in unser Land gelassen werden, die kulturinkompatibel sind, die nicht unsere Grund- und Werteordnung teilen, die sich sehr häufig in Parallelgesellschaften, überwiegend islamistischen Parallelgesellschaften organisieren. Und genau das, meine sehr verehrten Damen und Herren, lehnen wir kategorisch ab. Wir haben nichts, um das auch nochmal klar zu machen, gegen Menschen, die legal nach Deutschland kommen, die in unserem Land erkennen, welche Chancen sie haben, die mit ihrer eigenen Hände Arbeit sich hier eine Existenz aufbauen, die sich selbst und ihre Liebsten zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft machen, die mit uns leben wollen, weil sie eben unsere Grund- und Werteordnung teilen. Diese Menschen waren, sind und werden in Deutschland immer herzlich willkommen sein, aber einen Stopp für die massenhafte Einwanderung in unsere Sozialsysteme, einen Stopp für die massenhafte Einwanderung von Gewalttätern in unser Land, einen Stopp von der Einwanderung einer großen Zahl von islamistischen Terroristen und Gefährder in unser Land und einen Stopp von kulturinkompatiblen Menschen, die überwiegend aus islamistisch sozialisierten Gesellschaften nach Deutschland kommen wollen. Das schadet unserem Land und wir wollen diesen Schaden abwenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit bis dahin.